In diesem Video zeige ich die Höhepunkte von Travemünde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von daheim und unterwegs. Wir starten unseren Besuch in Travemünde, am östlichen Ende der Stadt am Priwall. Es gab mal eine Zeit, da konnte hier niemand weitergehen, und zwar über 40 Jahre lang. Hier an der Ostsee begann die insgesamt 1400 Kilometer lange Grenzlinie, die mitten durch Deutschland bis in die Nähe von Hof in Bayern verlief. Diese innerdeutsche Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR war Teil des Eisernen Vorhangs, der ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost und West teilte. Die erste direkte Begegnung von Bürgern aus beiden deutschen Ländern fand am 3. Februar 1990 nach 40 Jahren Trennung hier am Strand statt. Im April 1990 wurde hier ein Übergang für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Eine asphaltierte Straße gibt es hier ab 1993. Heute steht man hier am Strand einfach an der Grenze von Schleswig-Holstein zu Mecklenburg-Vorpommern. Aber durch Hinweistafeln und Grenzpfosten kann man noch heute erkennen, dass dies ein historisch bedeutender Ort ist, und ich habe die Freiheit, hier einfach entlang gehen zu dürfen, als ein großes Privileg unserer Generation empfunden. Doch nun ab nach Travemünde in die Innenstadt. Streng genommen sind wir hier in einem Stadtteil von Lübeck. Wie man schon im Namen erkennen kann, hier mündet die Trave in die Lübecker Bucht. Die Trave-Promenade führt am Westufer entlang der Trave bis zur Mündung in die Ostsee. Hier kann man Segelboote, Lotsenboote oder Seenotrettungsboote vor Anker liegen sehen. Am Ostufer kann man über die Priwall-Promenade flanieren. In früheren Zeiten war dies ein ehemaliger U-Boot-Hafen. Heute findet sich hier ein großer Yachthafen. Das gesamte Gebiet rund um die Priwall-Promenade wurde erst 2020 eröffnet und ich habe es als sehr sauber und sehr angenehm empfunden. Hier fällt einem auch die Viermastbark Passat als eines der Wahrzeichen des Hafens ins Auge. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Passat als Getreide- und Salpetertransporter erbaut, umrundete zweimal die Welt und 1959 unter Denkmalschutz gestellt. Heute ist sie ein Museumsschiff. Aus dem 16. Jahrhundert stammt der alte Leuchtturm von Travemünde. Er wurde von holländischen Maurern aus Ziegelsteinen erbaut und ist 31 Meter hoch. Er ist der älteste in Deutschland erhaltene Leuchtturm und seit den 1920er Jahren ein technisches Kulturdenkmal. 1972 musste nach dem Neubau des Maritim-Hochhauses der Betrieb eingestellt werden, da dieses die Sicht aufs Meer verdeckte. Von Travemünde laufen viele Linien in andere Hafenstädte Nordeuropas. Man kann hier beispielsweise Fährverbindungen nach Riga, Helsinki, Malmö oder Trelleborg finden. Wenn dann eine der großen Fähren in den Hafen einrollt, ist das ein richtiges Spektakel und muss auf jeden Fall ganz genau beobachtet werden. Der eben besuchte Priwall mit seinem langen Strandabschnitt kann von hier gut eingesehen werden. Von hier aus könnte man glatt vergessen, wie nah die frühere DDR doch einst gewesen ist. Da es über die Trave hier keine Brücke gibt und man sonst einen sehr langen Umweg bis ins Zentrum von Travemünde fahren müsste, gibt es die Priwall-Fähre. Sie verbindet den östlichen und den westlichen Teil der Stadt miteinander. Von der Fähre aus hat man einen sehr schönen Blick auf die Skyline von Travemünde. Die Überfahrt dauert leider nur wenige Minuten. Kaum hat man sich von einem Ufer gelöst, ist man schon am nächsten angekommen. Faszinierend ist die Überfahrt auch, wenn die eben schon angesprochenen großen Fähren an einem vorbeiziehen. Hiermit zu fahren gehört definitiv zum Pflichtprogramm eines Besuchs von Travemünde.
Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.